Ich bin Joke, ich bin in der Fachschaft für Soziologie und Politikwissenschaft. Ich bin Vorstand und ich bin in der Fachschaft schon seit dem 2. Semester, ich bin jetzt im 5., also ungefähr 1,5 Jahre. Vorstand bin ich seit einem halben Jahr circa, das wechselt immer im Sommer. Und meine Aufgaben sind hauptsächlich interne Organisation. Also ich beantworte sehr viele Mails. Ich plane zusammen mit meinem anderen Vorstandsmitglied die Veranstaltungen, die wir organisieren und ja, richte die Fachschaftssitzungen aus. Genau. Unsere größte Veranstaltung ist immer die Ersti-Woche. Bis vor kurzem immer nur zum Wintersemester, jetzt auch zum Sommersemester. Da planen wir Erste-Hilfe-Kurse, wie mache ich Studium, wie mache ich Stundenplan, sowas. Dann die Ersti-Woche an sich mit super vielen Veranstaltungen. Also wir haben eine Campus-Tour, wir haben die Kneipentour, das ist immer so ein bisschen das Highlight. Wir haben Spiele-Nachmittage, sowas. Und woran wir jetzt auch arbeiten, ist ein Sommerfest. Als Fachschaft sind wir auch in verschiedenen Gremien und Ausschüssen tätig. Zum einen welche, die durch Studis organisiert sind, also zum Beispiel die Fachschaftsvertreterkonferenz. Da sitzen eben alle Fachschaften und beraten irgendwie, was gerade wichtig ist für die Studierenden. Oder Gremien vom Institut, wie zum Beispiel der Fachprüfungsausschuss, wenn es darum geht, ob Prüfungen anerkannt werden sollen oder nicht. Unsere Ersti-Wochen planen wir tatsächlich nicht so weit im Voraus, dadurch, dass wir mittlerweile schon sehr eingeübt sind und schon sehr viele Ersti-Wochen gemacht haben. Meistens fangen wir damit an, zu gucken, okay, was machen wir an welchen Tagen. Dann beginnt es damit, dass wir gucken, was wollen wir in die Beutel reinhaben, weil wir haben natürlich richtig coole Ersti-Beutel, wo richtig coole Sachen reinkommen. Die müssen alle bestellt werden, die müssen alle angefragt werden, die verschiedenen Marken, Partner und auch andere Hochschulgruppen. Dann geht es daran, dass wir die packen müssen. Das kann im Wintersemester halt auch bis zu 500 Beuteln sein, also das ist echt extrem viel. Da geht auch ein ganzer Tag drauf für. Und ja, dann geht's an die Woche. Bevor die erste Woche dann anfängt, haben wir Erste-Hilfe-Kurse. Die sind dafür da, ja, den Erstsemestern so ein bisschen zu zeigen, wie Studieren funktioniert, wie beantrage ich meine CAU-Karte, wie mache ich einen Stundenplan, wo ist welches Gebäude auf dem Campus. In der richtigen Erste-Woche fängt es ganz normal an mit der riesigen Begrüßung. Dann gibt es noch kleinere Begrüßungen für eben Politikwissenschaft und Soziologie, wo wir dann unsere Beute verteilen, wo wir uns vorstellen, wo wir die Planung der Woche vorstellen, um eben möglichst viele Leute auch dort zu erreichen, weil wir natürlich auch Bock haben, möglichst viele Erstis irgendwie mit ins Boot zu holen für diese Woche. Dann geht es meistens weiter mit einer Campus-Tour, wo wir eben die wichtigsten Teile des Campus zeigen. Und haben auch oft Getränke dabei und versuchen die so ein bisschen in verschiedene Gruppen irgendwie, dass die sich auch untereinander connecten können, weil dafür ist ja die Ersti-Woche da. Die Ersti-Woche ist dafür, dass die Erstis einfach Anschluss finden und schon mal irgendwie gut reinstarten. Dann haben wir auch oft noch einen Spielenachmittag. Genau der gleiche Grund. Die Erstis sollen sich irgendwie connecten und miteinander reden. Was wir machen, was andere Fächer, glaube ich, nicht so viel machen, ist ein Dozierendencafé. Da laden wir verschiedene Dozierenden aus dem Institut ein, also sowohl Politikwissenschaft als auch Soziologie, die sich dann mit den Erstsemestern an einen Tisch setzen können. Und das sorgt ein bisschen dafür, dass Erstsemester die Hemmungen vor dozierenden Personen verlieren. Also natürlich ist es irgendwie eine dozierende Person, aber es ist auch ein Mensch. So, und in sehr vielen Fällen auch ein sehr netter Mensch, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man sich austauschen kann. Und das finde ich auf jeden Fall immer richtig cool. Das wird auch eigentlich echt gut angenommen. Auf jeden Fall im Wintersemester sehr viel. Und das Highlight unserer ersten Woche ist natürlich die Kneipentour. Da war letztes Wintersemester auch ein sehr großer Andrang. Wir waren sehr, sehr viele Leute. Und das ist einfach immer wieder richtig, richtig spaßig und bringt richtig viel Laune, da mit denen irgendwie durch die Kneipen zu gehen. Und zu sehen auch, wie die sich dann irgendwie untereinander immer besser kennenlernen, auch über die Woche hinweg. Und am nächsten Tag, am Freitagmorgen, ist dann unsere letzte Veranstaltung, das Katerfrühstück. Da kommen dann immer schon nicht so viele. Ja, unsere Fachschaft ist so aufgebaut, dass wir 2 Vorstandsmitglieder haben, die auch grundsätzlich gleichberechtigt sind. Also wir haben zwar pro forma ersten Vorstand und zweiten Vorstand, aber das ist bei uns, also generell ist bei uns eine relativ flache Hierarchie, aber eben auch also die beiden sind auch nicht wirklich zu unterscheiden. Dann haben wir 2 FinanzerInnen, erster Finanzerin, zweiter Finanzerin, auch da genau das Gleiche. Dann gibt es 2 Personen für den Social-Media-Bereich und woran wir auch gerade noch arbeiten, sind 2 Personen für Awareness.
Das heißt, wenn wir auch bei der ersten Woche irgendwelche Veranstaltungen haben, dass wir da Personen haben, die einfach wissen, was zu tun ist, wenn jemand sich unwohl fühlt. Ansonsten versuchen wir, alles so ein bisschen in Arbeitsgruppen zu organisieren. Aber da wir mittlerweile, also da wir nicht so die größte Fachschaft sind, vielleicht zu anderen, funktioniert das nicht so gut. Und dann ist es doch so, dass wir eher alles einfach zusammen machen. Interne Organisation läuft eben viel über die Mails, die wir bekommen. Also es ist ein großer Teil der Arbeit, irgendwie der Mailverkehr. Und eine Seite davon, die uns auch sehr wichtig ist darin, dass Studis uns eben schreiben können, wenn sie Probleme haben, Fragen oder andere Anliegen. Also ganz viel geht es dann um Stundenplanerstellung, aber auch um irgendwelche Probleme mit Dozierenden, die wir dann in deren Namen ansprechen können, weil wir dann natürlich ein bisschen so die Brücke versuchen zu sein zwischen dem Institut und den Studierenden. Wenn es halt offensichtlich kleinere Probleme sind, die sie aber selber ungern ansprechen wollen würden. Die andere Seite von den Mails sind eben die Mails aus dem Institut. Da geht es dann um irgendwelche Verfahren, die wir begleiten sollen als Fachschaft, als Studiestimme oder wenn wir nach Meinungen gefragt werden. Wir reden zum Beispiel momentan sehr, sehr viel über KI und Hausarbeiten und KI. Und da wurden wir auch angefragt von mehreren Dozierenden, ob wir dann nicht unsere Meinung aus Studiesicht dazu sagen können. Und das ist natürlich super cool. Es ist eine super gute Angelegenheit, dass wir da eben nicht außen vor gelassen werden. Ja, und manchmal sind es auch so beiläufige Dinge wie Raumbuchung oder wir müssen ein Whiteboard angebracht bekommen in unserem Raum.